So. Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Thursday Tasting. Ja! Es ist soweit. Warum sieht es bei mir so aus? Ich bin zurückgezogen aus Stuttgart nach Freiburg. Es ist vorbei. Wir haben alles. Jetzt geht's nach Hause. Übergangsweise, bevor ich nach London ziehen werde. Was? London? Was? Umzug? Wenn das eine Neuigkeit für euch ist, dann gönnt euch doch mal meinen Coffee-Log. Einfach mal abchecken, dort habe ich die ganzen News für euch. Die meisten von euch, die Freiburg kennen, haben vielleicht auch schon mal von Günther Coffee Roasters gehört. Zack, zack. Einmal mit Profis. Günther Coffee Roasters. Ist vielleicht den einen von euch ein Begriff, die anderen denken sich, who the fuck are the Günthers? Günther kommt von Güntherstal. Dort sitzen die und sind am Rösten. Wer ist am Rösten? Die zwei Head Roaster, zwei Brüder aus Freiburg, der Philipp und Mats Weller. Sie rösten auf einem Gießen W15 und ihre Philosophie ist relativ simpel. Sie sagen, sie haben ein breites Spektrum an Kundschaft, sprich, sie wollen alle bedienen, indem man sich Kaffees aussucht, die verschiedene Geschmacksprofile haben und diese rösten sie dann so, dass sie den entsprechenden Zielgruppen auch entsprechend schmeckt. Ein Brasilianer mit sehr nussigen, schokoladigen Geschmacksnoten gefällt vielleicht jemandem, der eher die klassischen mag und somit versuchen sie in diesen Cafés auch die Süße hervorzuheben. Wenn sie jetzt sagen, okay, wir haben aber einen Filter aus Kenia, der mega spritzig ist, mega fruchtig, das heißt, sie rösten diese Cafés so, dass es einem Specialty Coffee Liebhaber richtig gut schmeckt. Interessanter Ansatz und deshalb habe ich sie jetzt auf dem Table. Außerdem sagen sie, sie möchten sehr wenige Röstnoten in ihren Kaffees haben. Ich bin dafür da, um es nochmal klarzustellen. Die Röstnoten sollen so gut wie möglich ausgeblendet sein. Das wollen die nicht in ihrem Kaffee. Den Rohkaffee kaufen sie hauptsächlich von Kaffee Imports. Wer Kaffee Imports nicht kennt, einfach mal googeln, Leute. Die sollte man kennen, wenn man mit Kaffee irgendwie zu tun hat. Außerdem fangen sie jetzt damit an, nach und nach mit Okafi mehr zusammenzuarbeiten, genauso wie mit Nikolai Fürst und kaufen von denen verschiedene kleine Lots und versuchen damit immer noch ein Stückchen weiter in diesen direkten Handel reinzukommen. Kleiner Funfact, im Günthers Team ist auch die Aurore dabei, die schon mehrfach Preise bei Tasting und Brewing-Events gewonnen hat und die liebt es, den Röster zu putzen. Also wenn irgendein Röster von euch dabei ist, der sagt, hey, ich bräuchte mal jemanden, der meinen Röster auf Werkszustand setzt, dann ist die Aurore eure Frau. Und wenn ihr noch jemanden braucht, der für euch irgendwie ein Cup-Tasting gewinnt, dann schreibt sie auch einfach mal an. Kommen wir zu unseren Kaffees. Zack, zack. Ich habe für euch den Peruaner San Ignacio, ein Washed, einen Haufen verschiedene Varietäten. Dann habe ich unseren Colombianer, Fama Gloria, White Honey. Dann haben wir einen Kenianer, Ihara, das ist ein Microlot, 1850 Meter genau auf den Punkt. Es sind aber auch einige verschiedene Varietäten. Ich bin gespannt, ihr seid es hoffentlich auch. Lasst uns Kaffee machen. Los geht's mit der Runde 1, das Aroma. Wir fangen an mit unserem Klassiker, der Peruaner. Es ist krass, mega süß, würzig. Ein bisschen riecht er nach Salami. Geil. Von so einer richtig leckeren Edelsalami. Bisschen. Aber gleichzeitig mega süß. Er hat diese würzige Edelsalami, aber auch was Nussiges definitiv. Eher Richtung Erdnuss gehen. Schauen wir mal weiter, was haben wir sonst noch? Kolumbien. Oh, geil. Das ist geil. Richtig süß. Das riecht fast wie so ein Parfüm, das ich kenne. Nur welches ist das? Kann ich euch nicht sagen. Den Geruch kenne ich. Sehr, sehr floral. Floral. Ja, Jasmin könnte das sein. Oh ja, das ist Jasmin. Alter, das ist geil. Hammer. Ja, Jasmintee. Irgendwas Schokoladiges. Das riecht wie Jasmin, Milchschokolade. Kenia. Alter, geil! Hammer! Günther, ihr macht hier viel richtig. Das ist für mich voll Himbeermarmelade, aber sowas von. Es hat auch was von Traube. Ich will es am liebsten jetzt gerade essen. Man muss dazu sagen, ich habe noch nichts gegessen. Und ich empfehle es jedem und jeder, die gerne tasten möchte. Esst davor nichts. So, dass ihr richtig Hunger habt. Es geht voll ab. Euer Kopf. Die Nase ist gepolt.
Ja, Aprikose habe ich auch noch ein bisschen dabei. Marmelade. Voll. Lecker Schmecker. Ich muss mal die ganzen Sachen noch aufschreiben. Peru, was die Intensität angeht, würde ich ihn bei 3 einschätzen. Qualitätsmäßig würde ich ihn auch bei 3 einschätzen. Sehr leckere Süße kommt schon durch. Meine Noten von Erdnuss habe ich gesagt. Und das Aroma hier, Jasmin, volle Ladung. Intensität eine 4. Qualität definitiv auch eine 4. Intensität würde ich auch 4 definitiv. Himbeer liegt im Vordergrund, leicht dieses Rhabarber habe ich auch ganz leicht, aber hier bin ich eher bei Marmelade. Wir gehen ans Aufbrühen. Huiuiui, das sieht doch schon gut aus. Wir fangen wieder an mit unserem Peruaner. Erste Runde. Das klebt ein bisschen am Tisch fest. Oh, das stinkt. Das ist zu heiß für den Tisch. Das hat sich gerade reingeschmolzen. Das riecht wie diese kleinen Perlen, die man in so ein Bild reinsetzen kann und dann festbügeln kann und dann ergibt es solche Bilder. Kennt ihr das von früher? Ich habe es immer gehasst, weil dann habe ich mit meinen fetten Fingern da rumgewurschtelt und das letzte Ding, das ich so reingesetzt habe, um dieses Teil fertig zu machen, bin ich hängen geblieben und habe das komplette Scheißteil auseinandergerissen. 2 Stunden Arbeit für den Arsch. Los geht's! Peru. Interessant. Erstaunlich leicht. Das hätte ich nicht so erwartet. Lecker. Nussig, karamellig, schokoladig. Eine interessante Note hat er da. Zitrus, irgendeine Zitrusnote. Hammer voll Jasmintee. Echt schön balanciert. Ich habe auch was Schokoladiges. Kenia. Spritzige Säure. Sehr leicht, wie man es eigentlich erwartet. Wir fangen an mit der Säure. Zitrussäure würde ich sagen. Relativ simpel, jetzt nichts Aufregendes. Ein bisschen habe ich was Grapefruit-artiges. Ich würde die Säure fast auf 4 setzen. Zwischen 3 und 4. Prinzipiell finde ich sie sehr lecker. Die macht es ein bisschen frisch. Das finde ich nicht schlecht. Das vermisse ich als bei anderen. Hier ist sie super eingebunden, super balanciert mit der Süße auch. Ja, und hier ist es nochmal ein bisschen präsenter. Hier habe ich richtig so eine Rhabarbersäure, würde ich sagen. Hier ist die Säure dominanter als hier, aber nicht so dominant wie hier. Intensität 5, 4, 3. Da kommen auf jeden Fall die Fruchtliebhaber von euch auf ihre Kosten. Qualität finde ich sie hier am angenehmsten, dann kommt hier und dann kommt hier. Deshalb würde ich hier Qualität eine 5 geben, 4 und 3. Weiter geht es mit der Süße. Fehlt vielleicht ein bisschen die Süße. Würde ich dem tatsächlich Quantität auf 2 machen, Qualität tatsächlich auf 3. Bei dem hier in der Mitte Qualität und Quantität hier, die Süße auf 4. Quantität und Qualität würde ich bei dem hier tatsächlich beides jeweils auf 3 setzen. Da hier die Säure definitiv im Vordergrund ist und wirklich betont ist. Was sehr, sehr lecker ist. Vielleicht mit einer anderen Brühmethode könnte man die Süße noch ein bisschen rausholen. Aber ich glaube, als Kalita oder als V60 kommt der richtig, richtig cool. Was haben wir noch? Den Körper. Das ist jetzt interessant, weil sie alle einen sehr, sehr leichten Körper haben. Intensität würde ich den Körper bei allen auf 2 setzen. 2 im Sinne von sehr leicht. Sie sagen explizit dazu, dass ihre Kaffees, also die hier, die ich jetzt hier habe, als Filter geröstet sind. Peru ist ein Omni-Roast. Dafür finde ich, haben sie genau den richtigen Körper. Die Qualität, finde ich, passt super bei allen. Bei dem hier würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Einfach zu dem restlichen Geschmackssetting, finde ich, passt der Körper hier nicht so optimal dazu. Ich würde ihn gerne ein bisschen voller haben, ein bisschen schwerer haben. Deshalb würde ich dem körpermäßig 2 geben. Dann hier, finde ich, passt er sehr gut. Ohne Frage, ebenfalls hier. Ja, hier passt der Körper sehr gut. Da bekommt er qualitätsmäßig von mir jeweils eine 4. Toll gemacht, ihr Günthers. Schauen wir uns doch nochmal an, was der Röster auf die Packung geschrieben hat. Mandel, exotische Früchte, Karamell. Was habe ich geschrieben? Salami, Gewürze, Muskat, nussig, Erdnuss. Okay. Exotische Früchte, das könnte ich vielleicht mit der Frische, mit dieser Zitrussäure verbinden, die ich da hatte. Mandel, ja, passt gut. Karamell schreiben sie jetzt hier. Karamell vermisse ich jetzt gerade hier ein bisschen. Habe ich jetzt nicht direkt so beschrieben, aber gut. Schauen wir mal unseren Kolumbianer an. Was haben sie geschrieben? Earl Grey, Jasmin, Orangenzeste. Perfekt, teeartig, Jasmin, floral. Jasmin war für mich voll im Vordergrund. Orangenzeste ist vielleicht das, was ich mit Parfüm, Schrägstrich, sehr floral beschrieben habe. Hat so was ganz Sanftes, Frisches. Passt. Kenia.
Schwarze Johannisbeere, Schokolade, Rhabarber. Alles klar, wunderbar. Super interessant. Ich bin gespannt, wie euch die Kaffees schmecken. Ansonsten, wenn ihr mal in Freiburg Umgebung seid, schaut auf jeden Fall mal in dem Café in Günterstal vorbei. Und beim Café Marcel, das gehört denen auch. Damit hatten sie angefangen. Das ist im Stadtgarten in Freiburg. Definitiv mal auschecken. Wenn ihr hingeht, sagt liebe Grüße vom Tobi. Nochmal zur Erinnerung, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, checkt doch nochmal meinen Coffee Log aus. Kaffee und der Struggle im Leben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lasst uns Kaffee machen. Bis dann.